Hey Freunde, was geht? Momi hier. Heute gibt es mal wieder ein kleines Video von mir. Heute geht es um die Mi Home App. Die hatte ich ja in meinem Saugroboter-Review schon ein wenig angeschnitten, aber nichts wirklich dazu gesagt. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Materie, auch in Verbindung zum Staubsauger. Also ihr seht hier, man kann hier auch andere Smart-Produkte von Xiaomi und Yeelight hinterlegen. Ich habe hier zum Beispiel 2 Yeelight Deckenlichter und einmal ein Schreibtischlicht und mein Sofalicht. Ich habe auch noch ein Bettlicht, aber das ist hier nicht drin, weil das über Bluetooth läuft und die Verbindung ist da nicht wirklich zuverlässig, aber darüber werde ich vielleicht auch mal ein Video machen. Es geht also primär heute um den Saugroboter und bevor wir da nochmal einsteigen, hier einmal zu den Einstellungen der Region. Das ist auch immer wichtig, wenn man die Mi-App installiert. Unterschiedliche Regionen unterstützen unterschiedliche Produkte. Also Singapur, China, Hongkong, Taiwan, ich glaube, da hat man keine Probleme. Aber wenn man denkt, ja, nur weil man in Europa ist, nimmt man direkt den europäischen Server. Da sind nicht alle Smart-Produkte hinterlegt. Da müsst ihr mal gucken, was für euch passt, was ihr habt und was ihr hinzufügen könnt. Gehen wir mal in die Registerkarte des Saugroboters rein. So. Hier habt ihr dann den kurzen Überblick eures letzten Saugvorgangs oder den aktuellen Saugvorgangs, je nachdem, ob der gerade läuft oder nicht. Das ist also quasi euer kleiner Überblick. Ihr habt aber hier die Möglichkeit, unter den Doppelpunkten nochmal tiefer in die Einstellungen reinzugehen. Wie ihr hier sehen könnt, habt ihr unterschiedliche Karten, die ihr öffnen könnt. Hier könnt ihr zum Beispiel unter Vacuum Settings die Sprache ändern. Also die Sprachausgabe des Roboters, was er sagt. Hier habt ihr die Möglichkeit, Englisch mit weiblicher Stimme zu wählen. Worauf ich immer auch schiele, ist hier der Optimus Prime, aber leider auch nur auf Chinesisch. Ich habe auch gehört von einem R2D2-Sound, das wäre auch cool. Ja, das ist einmal diese Karte und hier könnt ihr auch die Lautstärke ändern, könnt Benachrichtigungen ausschalten, Timer setzen. Wenn ihr wollt, dass der Saugroboter nach einer bestimmten Zeit, nachdem ihr das Haus verlassen habt, erst startet, könnt ihr die hier einstellen und dann wie so ein Wecker. Unter Cleaning History habt ihr hier einmal die Möglichkeit, eure letzten Saugvorgänge nochmal einzusehen und die Saugprotokolle von eurem Server dann runterzurufen. Und dann seht ihr, was da passiert ist, Cleaning History, wie viel da gesäubert wurde. Und hier oben einmal die Gesamtzeit der Säuberung, wie viel der Saugroboter in seiner Lebenszeit bis jetzt alles schon gesaugt hat. Und das ist auch ganz interessant zu sehen. Unter Care habt ihr dann die Möglichkeit, den Zustand der Teile des Saugroboters zu begutachten. Ich sehe hier, dass 17% Filter schon im roten Bereich sind. Also das muss ich mal austauschen. Da habe ich auch schon den Filter und die Bürste, alles im Warenkorb, habe es noch nicht gekauft, aber das kommt auch nochmal. Der Sensor ist aber nichts zum Austauschen. Da müsst ihr einfach nur an den Gerät rangehen und den Sensor mal mit ein bisschen so einem Staubwedel, ein bisschen entstauben, ein bisschen sauber machen. Und dann könnt ihr das hier als cleaned eingeben und dann ist der dann wieder gut eingestellt. Der nächste Punkt hier ist die Remote Control. Hier habt ihr die Möglichkeit, euer Smartphone als Controller für den Saugroboter zu nutzen. Hier einmal in Joysticks-Form oder in Tastenform. Ich nutze die Funktion so gut wie nie, weil ist einfach für mich nicht wirklich praktisch. Falls ich mal einen bestimmten Ort säubern möchte, dann packe ich mir den Saugroboter einfach und starte den Spot Clean. Der Spot Clean ist auch am Gerät einfach zu aktivieren und dann brauche ich halt hier das nicht rauszuholen. Die Remote Control hole ich eigentlich nur raus, wenn ich Freunde ein bisschen beeindrucken will. Also flex on them. Dann zeige ich denen, wie cool das Ding ist, dass man hier auch per Smartphone das Gerät steuern kann. User Manual, ja, Bedienungsanleitung, General Settings. Hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, euren Saugroboter einen Namen zu geben. Ich habe ihn jetzt einfach nur Saugroboter genannt. Ihr habt die Möglichkeit, das Gerät zu teilen. Leute, die zusammen in eurer Wohnung wohnen, haben dann auch die Möglichkeit, die Mi-App runterzuladen mit ihrem eigenen Account, auf dasselbe Gerät dann zuzugreifen. Das ist ganz cool. Ihr habt hier die Möglichkeit, nach Updates zu gucken. Der Saugroboter ist aber eigentlich ganz gut darin, sich selbst zu updaten. Da müsst ihr immer gar nicht so oft reinschauen, um das zu prüfen. Ihr könnt das Gerät einmal löschen und Netzwerkinformationen einsehen, Feedback geben. Der letzte Punkt ist hier einmal der Find My Robot Vacuum und diese Funktion nutze ich eigentlich überhaupt nicht. Ich wohne hier in einer ziemlich überschaubaren Wohnung, deswegen habe ich hier kein Problem, den Saugroboter wiederzufinden. Aber falls ihr in einem Gutshaus oder einer Mansion wohnt,
ist das doch ganz cool zu haben. Der Saugroboter meldet sich dann per Sprachbefehl, hier bin ich, und dann wisst ihr, in welcher Richtung oder unter welchen Schrank der sich gerade befindet. Das war's dann aber auch an Einstellungsmöglichkeiten für den Saugroboter in der App. Ähnliches könnt ihr auch noch für die anderen Geräte hier im Raster machen, für die Yeelight-Produkte. Die nutze ich aber meistens im Verbund mit der Yeelight-App. Die finde ich ein bisschen cooler gemacht, aber es ist super praktisch, hier alles auf einem Fleck auch verbunden zu haben. Falls ihr mehr über die Yeelight-App erfahren möchtet, da verlinke ich euch mein Video, was ich hier auf dem Kanal habe, einmal in der Infobox. Das könnt ihr euch da dann ansehen. Das war es dann erstmal wieder von mir. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video, und falls du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich über ein Abo freuen, und bis dahin, Peace und ciao.